NASA rechnet mit Starship-Start Ende Mai und bewertet Treibstofftransfer im All auf Starship-Testflug Nummer 3 als Erfolg. SpaceX will mit ausgeschlachteten Starships eine Mondbasis bauen. Die 300. erfolgreiche Landung eines Falcon-Boosters. JAXA Slim wacht erneut auf. Indien zieht nächste Mondmission vor. China zuversichtlich vor, Ende des Jahrzehnts Crew auf den Mond zu bringen und kurz vor seiner nächsten Mondmission. Russland legt als einziges Land ein Veto gegen eine UN-Resolution gegen Atomwaffen im All ein. High Impulse startet voraussichtlich diese Woche seine Suborbitalrakete. Ariane 6 fast komplett auf der Rampe und die ESA hat nun frisch ausgebildete Astronauten. Das und noch mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Die Woche hat SpaceX eine beeindruckende Zahl erreicht. Auf dem Starlink-Start am Mittwoch, 23. April, hat SpaceX seine 300. Boosterlandung absolviert. Das ist weit mehr, als alle aktuell fliegenden Raketen überhaupt Starts haben. Russische Soyuz-Raketen ist natürlich ein Sonderfall, die basieren ja alle auf der sowjetischen R-7-Rakete. Bemerkenswert ebenfalls, wie schnell die Booster jetzt regulär wieder fliegen. Der eingesetzte Booster B10-789 hatte gerade einmal 29 Tage nach seinem letzten Start einen Widerstart. Das ist aktuell nicht das schnellste. Booster 1062 hatte sogar schon mal 21 Tage Turnaround. Aber die zeitlichen Abstände zwischen Flügen der gesamten SpaceX-Boosterflotte, die nähern sich immer mehr dieser Marke. Wie viel Geld SpaceX mit der Wiederverwendung spart, ist aktuell nicht überprüfbar belegt. Aber der langjährige SpaceX-Investor Ron Barron sprach diese Woche von Startkosten von $20 Millionen pro Start. SpaceX vermarktete die Rakete aber für das Dreifache. NASA-Administrator Bill Nelson sagte in einem Interview, die Air Force habe dadurch, dass SpaceX das Monopol von ULA gebrochen hat, über $40 Milliarden an Startkosten gespart. Das sind schon Zahlen. Bei diesen Zahlen, da fragt man sich dann schon, wie wir uns in Europa der Wiederverwendung sogar noch nach der ersten erfolgreichen Falcon 9-Landung 2015 so systematisch versperren konnten. Jeder sollte hier einsehen, dieser Fehler kommt Europa schon jetzt sehr teuer zu stehen und wird mit jedem Jahr nur noch teurer. Unter den aktuellen Posts der ESA zur Ariane 6 stellt Elon Musk übrigens genau die Frage, ob es Pläne für Wiederverwendung gäbe. Ein Jubiläum, was mir letzte Woche beim Redaktionsschluss ganz durchgerutscht ist. Der allererste Starship-Flug am 20. April hatte sein Einjähriges. Wie die Zeit verfliegt. Der war schon wild. Von der Verwüstung des Startplatzes, den ausgefallenen Triebwerken und den Explosionen bis zum außer Kontrolle taumeln, war das schon ein ziemlich abgefahrener Start. Weit zurückgeworfen hat es SpaceX im Starship-Programm offensichtlich nicht. Die Abstände zwischen den Starts, die wurden bisher immer kürzer, wobei sich ja aktuell abzeichnet, dass der 4. Flug doch noch etwas auf sich warten lassen dürfte. Schade um das May the 4th Startdatum. Wie Jeff Hoos von SpaceNews.com berichtet, sagt Amit Kshatriya, das ist der Stellvertretende für das NASA-Mars-Mond-Programm, dass SpaceX seinen nächsten Starship Super Heavy Testflug bis Ende Mai durchführen wird. Er wies weiter darauf hin, dass der Test des kryogenen Treibstofftransfers zwischen den Tanks beim 3. Starship-Flug im vergangenen Monat in jeder Hinsicht erfolgreich war, auch wenn die Analyse der Daten noch nicht komplett abgeschlossen ist. Kshatriya sagte weiterhin, dass der erste Starship HLS-Flug ohne Crew zum Mond nun nicht bloß landen soll, sondern auch einen Wiederaufstieg demonstrieren soll. Das ist schon spannend. Außerdem teilte Jeff Hoos bemerkenswerte SpaceX-Slides einer Präsentation. Sie zeigen, SpaceX ist überzeugt davon, man werde mit Starships auf dem Mond eine Basis etablieren und als Habitat auf dem Mond bleiben können. Weiter, was man mit den riesigen Tanks so alles anfangen könnte und dass man die Triebwerke und Flughardware ausschlachten könnte. Ha, da schlägt doch das Science-Fiction-Herz gleich höher. Ich habe schon Moon-Mad Max-Bilder im Kopf. Obwohl die große Höhe von Starship auf dem Mond aktuell doch eher abenteuerlich wirkt, merkt man, da sind Gene aus der Softwarewelt bei SpaceX am Werk. Es ist kein Bug, es ist ein Feature. Mit seinen über 50 Metern hat man so einen riesen Funkturm. Ja, und außerdem kann man am schattigen Südpol so besser Solarstrom erzeugen. Ja, wie verkaufen geht, das weiß man bei SpaceX. Aktuell nutzt SpaceX die Zeit für eine Generalüberholung der Startanlage und der Tankfarm. Zeitgleich finden auch Arbeiten an der neuen Startanlage neben dem alten Suborbitalpad statt. Größte sichtliche Änderung: erneut müssen alte Hochtanks weichen. Bereits letztes Jahr hatte Elon Musk angekündigt, man werde alle durch Horizontaltanks ersetzen, die sogenannten Hotdog-Tanks. Ebenso die Flughardware macht Fortschritte. Bemerkenswert der Booster für voraussichtlich den übernächsten, also den 6. Flug. Booster 13 wurde für Cryotest in die Macy's Testanlage gebracht. Wer weiß, vielleicht wird das ja der erste Booster, der dann wirklich versuchen wird, auf den Mecasilla-Fangarm in der Starbase zu landen. Zu dem Thema gab es einen Post von Elon Musk. Er schreibt auf X:
Die vollständige und schnelle Wiederverwendbarkeit von Booster und Schiff sowie die Wiederbefüllung des Schiffs im Orbit sind die beiden grundlegenden Technologien, die bis Ende des nächsten Jahres entwickelt werden sollen und die entscheidenden Teile sind, die ein multiplanetares Leben ermöglichen. Die Marspläne von Elon Musk, einst sehr belächelt, heute lacht in der Branche vermutlich niemand mehr beim Thema SpaceX, auch wenn die Figur Elon Musk natürlich sehr polarisiert. Es gibt Menschen, die lieben ihn, es gibt Leute, die hassen ihn. Ingwer und seinen unverwechselbaren Geschmack, sowohl scharf als auch aromatisch. Mir liegt der frische Geschmack von Ingwer sehr, aber ich mag generell das Aroma von Wurzeln oder besser Rhizomen wie Wasabi und Ingwer. Wenn ihr, wie ich, auch auf Ingwer steht, probiert unbedingt mal die Ingwer-Shots von Closter Kitchen. Genau, das sind die mit den feinen Ingwerstückchen. Ingwer kannte ich als Hausmittelchen von Oma für oder gegen so gut wie alles und geschadet hat's mir definitiv nicht. Und auch Closter Kitchen arbeitet mit einer überlieferten Rezeptur aus der Klosterküche. Noch nicht so alt wie eine Klostermauer, aber trotzdem überkommt mich nachmittags öfter ein Energietief. Da habe ich die Ingwer-Shots für mich als Powerkick ohne Koffein am Nachmittag entdeckt. Dann gern eiskalt direkt aus dem Kühlschrank. Das zündet dann nochmal den Nachbrenner und hilft mir, meinen Kaffeekonsum am Nachmittag zu reduzieren. Probiert's mal selber aus. Closter Kitchen findet ihr in jedem gut sortierten Supermarkt oder mit meinem Link und dem Code Moritz15 mit 15% Rabatt direkt beim Hersteller. Findet ihr auch unter dem Video. Der japanische Mondlander Slim ist erneut aufgewacht. Obwohl er nicht dafür konstruiert wurde, die Mondnacht mit Temperaturen von weit unter minus 100 Grad Celsius zu überstehen, hat er die dritte Mondnacht in Folge überlebt und sich mit einem neuen Bild zurückgemeldet. Slim war am 19. Januar auf dem Mond gelandet. Trotz mehrerer Unterbrechungen im Betrieb konnte die Sonde nach jeder Mondnacht bisher wieder reaktiviert werden und ihre wichtigsten Systeme funktionieren weiterhin. Slim mit seinen 120 Kilogramm ist nur ein Technologiedemonstrator der JAXA gewesen und als Sekundärnutzlast mit dem japanischen Röntgenteleskop XRISM gestartet. Die erfolgreiche Landung machte Japan erst zum 5. Land, das überhaupt erfolgreich auf dem Mond gelandet ist. Dazu noch mit der höchsten Präzision überhaupt. Mit nur 55 Meter vom geplanten Landeort gelang die Landung. Die JAXA überprüft nun den Zustand von Slim, um die Auswirkungen der extremen Temperaturschwankungen auf die Sonde zu ermitteln. Also trotz des Umkippens nach der Landung ein Riesenerfolg für die japanische Raumfahrt. Mondnacht, Mondnacht, Mo, wie lang ist denn so eine Mondnacht? Eselsbrücke. Ein Monat ist so lang, weil unsere Vorfahren sehr schnell gemerkt haben, dass es immer etwa gleich lang dauert, bis der Mond von komplett hell zu komplett dunkel und dann wieder komplett hell wird. Das schwankt ein kleines bisschen, aber die durchschnittlich 29,53 Tage, die runden wir mal einfach kaufmännisch zu 30 Tagen auf. Richtige Jahreszeiten wie die Erde mit großen Unterschieden zwischen der Tag-Nacht-Länge kennt der Mond übrigens nicht, weil seine Rotationsachse im Gegensatz zur Erde nur gering geneigt ist. Vor Japan war überraschend Indien eine weiche Landung letztes Jahr mit Chandrayaan 3 gelungen. Wie die indische ISRO nun mitteilt, wird sie bei der Folgemission Chandrayaan 4 jetzt richtig Stoff geben. Ein Start ist nun für das Jahr 2026 geplant. Bisher war von 2027 die Rede. An dieser Mission wird sich auch Japan mit einem Rover beteiligen. Indien wird unterdessen bei der Mission versuchen, Proben vom Mond zur Erde zurückzubringen. Das war bisher robotisch nur der Sowjetunion und China gelungen. Klar, Apollo, die hatten auch Koffer voll Steine mit dabei. China wird das robotisch übrigens dieses Jahr mit Chang'e 6 als erstes von der Mondrückseite versuchen. Das wäre das erste Mal überhaupt, dass von dort Gestein zur Erde gebracht wird. Und es ist davon auszugehen, dass solche Proben unser Verständnis vom Mond fundamental erweitern werden. Ganz einfach, weil es bisher ein weißer Fleck in der Monderkundung war. Aber China will auch Menschen zum Mond-Südpol bringen. Auch wenn wir immer vom Space Race in den 60er Jahren sprechen, haben die Sowjets es damals ja gar nicht so richtig versucht, zum Mond zu fliegen. Die Mittel waren viel zu beschränkt. Das wussten die Amis wegen der sowjetischen Geheimhaltung aber nicht. Schiss und einen riesen Respekt vor der sowjetischen Raumfahrt hatte man aber im Westen trotzdem und vor allem Satellitenaufnahmen der gigantischen N1-Rakete, die ja dann nie erfolgreich geflogen ist. Ganz anders heute, das chinesische zivile Raumfahrtprogramm ist relativ offen. Laut, entschuldigt die Aussprache, Lin Xiqiang, dem stellvertretenden Direktor des China Manned Space Engineering Office, sind die Entwicklungen der wichtigsten Flugkomponenten für die erste chinesische Mondlandung mit Crew abgeschlossen. Dabei handelt es sich um die Mondlandefähre Lanyu, die neue Crewkapsel Mengzhu und die neue Schwerlastrakete Langer Marsch 10, die mit 2 getrennten Starts dann erst die Landefähre und dann die Crew mit Wiedereintrittskapsel zum Mond schießen wird. Nach einem Rendezvous und Andockmanöver in der Mondumlaufbahn werden 2 der Astronauten zur Mondoberfläche hinabsteigen und dort 6 Stunden verbringen, bevor sie zu ihren Kollegen im Orbit zurückkehren und gemeinsam zur Erde zurückfliegen.
In 6 Stunden, da könnte ich noch nicht mal dieses Newsskript schreiben. Klar, dieser Kurzaufenthalt ist wissenschaftlich eher weniger relevant. Es ist eine Technologiedemonstration und vor allem eine Machtdemonstration. Sehr ähnlich zum frühen Apollo-Programm. Apollo 11 übrigens mit 21 Stunden 36 Minuten auch keinen ganzen Tag auf dem Mond gewesen. Auch wenn Artemis plant, länger auf dem Mond zu bleiben, das neue Rennen zum Mond, das wird extrem spannend. Und China laut eigenen Angaben auf Kurs für eine Crewlandung noch vor 2030. Kein Raumfahrtthema, aber ich war diese Woche in einem Ausschuss des Deutschen Bundestags zum Thema Wissenschaftskommunikation als Sachverständiger. Mein Eingangsstatement, das packe ich euch ans Ende des News-Videos, und wenn ihr die Probleme der Wissenschaftskommunikation oder die Ideen der Politik, diese zu stärken, mehr interessiert, dann findet ihr Infos zu dem Thema unter dem Video in der Beschreibung. Rückkehr des Menschen zum Mond, da geht es wie damals auch um Politik. Sowohl das amerikanische Artemis-Programm als auch die chinesische International Lunar Research Station Initiative sind um politische Partner bemüht. China schaut dann ein bisschen weniger auf die Fähigkeiten, richtig ernstzunehmendes Raumfahrtland bisher dabei ja nur Russland. Diese Woche ist Nicaragua, das bisher über kein eigenes Raumfahrtprogramm verfügt, der ILAS-Initiative beigetreten. Apropos Russland. Russland hat am 24. April im UN-Sicherheitsrat gegen eine Resolution gestimmt, die als Reaktion auf Berichte eingeführt wurde, nach denen Russland an einer nuklearen Antisatellitenwaffe arbeitet. Die Resolution forderte die Mitglieder auf, Artikel 4 des Weltraumvertrags einzuhalten, der es Ländern verbietet, Kernwaffen in eine Umlaufbahn oder auf einen anderen Himmelskörper zu bringen. Russland war das einzige Land, das gegen den Entwurf stimmte. Als ständiges Mitglied des Sicherheitsrats hatte es ein Vetorecht, das dann die Annahme der Resolution verhinderte. China hat sich übrigens enthalten. Ja, derweil mehren sich die Berichte, dass es zu massiven Ausfällen von GPS über der Ostsee kommt. Laut gpsjam.org meist in Osteuropa nahe der russischen Grenze. Laut Matthias Wachter vom BDI wurden seit August 2023 über der Ostsee mehr als 46.000 Fälle von GPS-Störungen bei Flugzeugen gemeldet. Nicht so cool. Das deutsche H-Impuls hat mitgeteilt, dass die erste SR-75-Rakete in Australien für ihren Jungfernflug bereitsteht. Die SR-75, eine einstufige Suborbitalrakete, kann bis zu 250 Kilogramm Nutzlast in eine Höhe von 200 Kilometern bringen. Angetrieben wird sie vom firmeneigenen Hyplox 75 Triebwerk, das Paraffin und flüssigen Sauerstoff nutzt. Ich finde die Technik super cool, ich war ja auch da. Schaut unbedingt mein Video dazu. Meiner Meinung nach gibt es viele Anwendungsfälle, wo aktuell noch Feststoffraketen genutzt werden, die durch den Hybridantrieb ersetzt werden könnten. Ursprünglich sollte der Start von Saxaford, also aus Großbritannien, erfolgen, jedoch verzögerte sich der Bau der Startanlage dort, sodass der Southern Launch Koniba Test Range in Australien als neuer Startplatz gewählt wurde. Die SR-75 Suborbitalrakete dient auch als Testplattform für die größere dreistufige SL-1-Rakete, die bis zu 600 Kilogramm in einen niedrigen Erdorbit befördern können soll. Mittlerweile sind auch Bilder aufgetaucht von der SR-75 auf der Startschiene auf dem Koniba-Testgelände. Ja, ich würde sagen, das geht dann bald los. Als Starttermin wird derzeit Dienstag, der 30. April angepeilt, also schon nächste Woche. Dies kann sich aufgrund der Wetterbedingungen aber noch ändern. Apropos suborbital, der geplante schwimmende Startplatz für Kleinträgerraketen in der Nordsee, betrieben von der German Offshore Spaceport Alliance, kurz GOSA, soll nun Mitte Juni oder Juli mit einer Demonstrationsmission starten. Ursprünglich war ein Start im April vorgesehen. Die Verschiebung, die ist unter anderem den Genehmigungsverfahren geschuldet. GOSA plant, eine mobile Startplattform für Microlauncher zu errichten, um dem wachsenden Bedarf an kommerziellen Kleinsatelliten nachzukommen. Und das darf man nicht vergessen, das Thema Responsive Space wird immer wichtiger, also in kürzester Zeit neue Satelliten starten zu können, um beispielsweise ausgefallene oder absichtlich zerstörte Satelliten ersetzen zu können. Ja, so ein Start aus der Nordsee, sowohl High Impulse als auch die Rocket Factory Augsburg, die haben da Interesse dran bekundet. Mal schauen, was dann im Endeffekt für Raketen da starten. Es gibt aber natürlich nicht nur deutsche Raketen-Startups. Die spanische Firma PLD Space hat neue Finanzmittel erhalten für eine Erweiterung ihrer Produktionsanlagen für dann einen Kleinträger. Diese Finanzierung, die soll das Unternehmen auf Kurs halten, hin dann zum ersten Teststart der Miura 5 Rakete in 2025. Die Startanlagen für die Miura 5 in Französisch-Guyana, die soll sich bereits im Aufbau befinden. Apropos Französisch-Guyana, in Kourou wurde diese Woche übrigens die Hauptstufe der neuen Ariane 6 aufgestellt und einer der beiden Feststoffbooster für den Erstflug positioniert. Der Erstflug, der ist noch immer für den Zeitraum zwischen dem 15. Juni und dem 31. Juli geplant. Was meint denn ihr? Sollte ich zum Erstflug der Ariane 6 hinfahren? Wir wissen zwar alle, dass die Rakete etwas aus der Zeit gefallen ist, aber de facto ist es das mit Abstand größte europäische Raumfahrtprojekt aktuell und der Start, der wird bestimmt auch spektakulär.
Fun Fact, Kourou ist nicht mehr der einzige Raketenstartplatz in Europa, wenn auch der einzige, von dem wirklich etwas in den Orbit gebracht wurde. Der Saxeford Spaceport auf der zu den Shetlandinseln gehörenden Insel Unst hat kürzlich von der britischen Luftfahrtbehörde eine Lizenz erhalten zur Kontrolle des Gefahrenbereichs vor und während eines Raketenstarts. Saxeford bereitet sich derzeit darauf vor, noch in diesem Jahr mit dem ersten orbitalen Startversuch zu beginnen. Für mich ein heißer Kandidat die Rocket Factory Augsburg. Sie hat diese Woche ein Video veröffentlicht, das die verpackte erste Stufe auf dem Weg nach Saxeford zeigt. Ich denke, da wird es nächste Woche in den News mehr zu berichten geben. Apropos Lizenzen, die Federal Aviation Administration, kurz FAA, wird keine Starts von Raumfahrzeugen mehr genehmigen, die zur Rückkehr auf die Erde vorgesehen sind. Es sei denn, sie verfügen bereits über eine Wiedereintrittslizenz. Ich hatte darüber berichtet, WADA Space Industries hatte eine Kapsel mit einem pharmazeutischen Test-Technologiedemonstrator im Juni 2023 gestartet, aber erst im Februar diesen Jahres eine Lizenz für eine Rückkehr erhalten. Die WADA-Kapsel, die landete sicher eine Woche nach dem Erhalten der Lizenz auf dem Utah-Testgelände der Air Force in den USA. Gerade bei dieser Art von Kapseln, die es ja extra durch den Wiedereintritt schaffen sollen, gibt es natürlich ein Sicherheitsrisiko. Es könnte da ja was schiefgehen und so eine Kapsel auf einen Kindergarten krachen. Die WADA-Kapsel wurde übrigens von einer speziellen Photon-Kickstage der Firma Rocket Lab im All manövriert und schließlich dann zum kontrollierten Wiedereintritt gebracht. Rocket Lab unternimmt jetzt einen großen Schritt in Richtung der ersten Wiederverwendung eines ihrer Erststufen-Booster. Der Booster der am 31. Januar diesen Jahres gestarteten Elektron-Rakete, der landete nach dem Start sanft im Meer, wurde geborgen und zur Analyse zurück an Land gebracht. Dieser spezielle Booster hat bereits mehr Tests als jeder andere geborgene Elektron-Raketen-Erststufen-Booster bestanden, einschließlich eines Drucktests, eines Helium-Leck-Tests und struktureller Tests der Kohlefaser-Verbundwerkstoffkomponenten. In den kommenden letzten Phasen wird der Booster denselben strengen Tests wie ein brandneuer Elektron-Booster unterzogen, um sicherzustellen, dass er wirklich für einen Wiederflug geeignet ist. Sollte der Wiederflug erfolgreich sein, wäre Rocket Lab und die Electron weltweit nach der Falcon oder den Falcon-Boostern erst die zweite Rakete überhaupt, der das gelingt. Rocket Lab hat diese Woche übrigens am 23. April auf seinem 5. Flug diesen Jahres einen kleinen südkoreanischen Erdbeobachtungssatelliten und ein NASA-Experiment mit einem Sonnensegel gestartet. Die Photon-Kick-Stufe zirkularisierte die Flugbahn erst auf 520 Kilometer Höhe, wo mit dem südkoreanischen Neonsat 1 die Hauptnutzlast ausgesetzt wurde. Anschließend wechselte die Photon-Kick-Stage in eine etwa 1000 Kilometer hohe Umlaufbahn, bevor sie ACS-3 für die NASA aussetzte. Ganz interessant, dass Neonsat 1 der erste von einer ganzen Konstellation von Erdbeobachtungssatelliten für Korea ist, die eine Auflösung von unter 1 Meter haben soll. Die folgenden Satelliten sollen dann mit der südkoreanischen Eigenentwicklung der Nuri-Rakete gestartet werden. ACS-3 von der NASA enthielt ein 80 Quadratmeter großes Sonnensegel. Das Hauptziel von ACS-3 ist es, neue leichte Ausleger aus Verbundmaterialien und ein Aussetzsystem für das Segel zu testen. Wenn das Segel erfolgreich entfaltet wird, wird das Raumfahrzeug seine Fähigkeit testen, sich damit zu manövrieren. Deshalb auch der höhere Orbit, um den Einfluss des atmosphärischen Widerstands zu minimieren. Ich schaue ja gerade Three-Body Problem und da wird beschrieben, wie mit einem Sonnensegel und Strahlendruck mit unserer heutigen Technologie eine Sonde in ein anderes Sonnensystem geschickt wird, also mit einer viel höheren Geschwindigkeit, als wir das heute können. Etwas, das die NASA übrigens auch plant. Das Ganze beschreibe ich auch in einem meiner Technikvideos, das verlinke ich euch unter dem Video. Aber der Elektron-Start und der Falcon 9 Rekordflug mit der 300. Landung waren natürlich nicht die einzigen Starts in dieser Woche. Am Donnerstag, den 25. April um 14:59 Uhr MESZ startete eine chinesische Langermarsch 2F von Jiuquan Satellite Launch Center in der inneren Mongolei. An Bord war das Shenzhou 18 Raumschiff, das die 3 chinesischen Taikonauten Yi Guangfu, Li Kong und Li Guangzhou, entschuldigt meine Aussprache, ist bestimmt falsch, aber ich versuch's, als 7. Langzeitbesatzung zur chinesischen Raumstation Tiangong gebracht hat. 6,5 Stunden nach dem Start dockte Shenzhou 18 erfolgreich an den Nadir-Port, also dem eher zugewandten Dockingport des Tianhe-Hauptmodul der Raumstation an. Die bisherige 6. Langzeitbesatzung Shenzhou 17 wird in den kommenden Tagen dann zur Erde zurückkehren. Der Kommandant von Shenzhou 18, Yi Guangfu, der bereits mit Shenzhou 13 182 Tage auf der Tiangong-Raumstation verbracht hatte, wird übrigens, sollte alles nach Plan laufen, der erste Chinese sein, der insgesamt mehr als ein Jahr im All verbracht hat. Nach Plan ist eine gute Überleitung.
Ganz neuen Gefahren sind Astronauten in den letzten Jahren durch Weltraumschrott ja ausgeliefert. Die neue Crew von Shenzhou 18, die wird auch eine spezielle Schutzvorrichtung gegen Weltraumschrott an der Station installieren und zusätzlich ein System nutzen, das auf der Suche nach möglichen Lecks den Atmosphärendruck der Station überwacht. Die wachsende Bedrohung durch Weltraumschrott erfordert zunehmend Proaktivität der Agenturen, einschließlich der Anpassung der Umlaufbahn der Station bei Kollisionsgefahr. Das kennen wir ja von der ISS regelmäßig leider. Nach einer Beschädigung der chinesischen Raumstation durch Weltraumschrott im letzten Jahr, die zu einem partiellen Stromausfall geführt hatte, hat die Crew die zentrale Solarmodule repariert. Die Reparaturen, die erfolgten in 2 Außeneinsätzen Ende Dezember letzten Jahres und Anfang März. Zukünftige Schäden, die sollen durch verbesserte Kollisionswarnsysteme und den Einsatz spezieller Kameras zur Schadensinspektion vermieden werden. Auch am Donnerstag, 25. April, sind die russischen Kosmonauten Oleg Kononenko und Nikolai Chup mal wieder raus in den Weltraum. Die beiden haben die Luke der ISS um kurz vor 5 Uhr Nachmittag verlassen, um damit den ersten Weltraumausstieg der ISS in diesem Jahr anzufangen. Die Jungs hatten vor, ein paar Experimente draußen am russischen Teil der Station zu installieren. Zuerst haben sie sich darum gekümmert, das Radarpanel aufzumachen, das schon beim letzten Ausflug montiert wurde, aber damals nicht aufging. Außerdem installierten sie 2 Experimente, welche die Korrosion im Weltraum untersuchen sollen. Weil die beiden ziemlich flott durch ihr Programm gekommen sind, konnten sie den Ausflug schon nach gut 4,5 Stunden beenden und die Luke um 9:30 Uhr abends wieder schließen. Apropos ISS, die frisch gebackenen ESA-Astronauten haben nun die Qualifikation, um für ISS-Langzeitmissionen ausgewählt zu werden. Am Montag ging's im Europäischen Astronautenzentrum hoch her. Die neueste Astronautenklasse der ESA wurde hier in einer feierlichen Zeremonie offiziell zu ESA-Astronauten ernannt. Von den im Jahr 2022 aus über 22.500 Bewerbern ausgewählten 17 Kandidaten wurden 5 für das Training bestimmt und bekamen einen Vertrag bei der ESA. Die Französin Sophie Adenau, der Spanier Pablo Alvarez Fernandez, die Britin Rosemary Coogan, der Belgier Raphaël Ligieux und der Schweizer Marco Sieber. Die begannen dann im April 2023 ihre einjährige Ausbildung zum Astronauten am Europäischen Astronautenzentrum EAC in Köln. Dazu stieß zusätzlich die Australierin Catherine Bennell-Peck, die ebenfalls das Astronautentraining der ESA durchlaufen sollte. Das ließ sich die ESA dann auch gut von der australischen Raumfahrtagentur, die kein ESA-Mitglied ist, bezahlen. Die 6 Astronautenanwärter lernten in einem Jahr eine Vielzahl von Dingen. Neben aufregenden Dingen wie Winter-Survival-Training in den spanischen Pyrenäen, Training für Außenbordeinsätze im von der ESA betriebenen Neutral Buoyancy Facility, Training in der Zentrifuge sowie im Zero-G-Flieger standen weiterhin Dinge auf dem Stundenplan wie Medientraining, das Erlernen der russischen Sprache, Fitnesstraining, Grundlagen der Medizin und das Erlernen der ISS-Systeme. Ja, und am Montag war dann das einjährige Training abgeschlossen und die 5 ESA-Kandidaten wurden offiziell zu ESA-Astronauten ernannt. Jede Astronautenklasse hat auch einen offiziellen Namen. Die neueste ESA-Astronautenklasse, die heißt The Hoppers, also die Hüpfer. Gerüchten zufolge sollen die ersten beiden Astronauten, die ins ISS-Missionstraining geschickt werden, bereits im Mai bekannt gegeben werden. Mein Kumpel Ian konnte fürs Hashtag Team Space vor Ort sein und auch eine Frage aus der Community stellen. Die Frage war, wird die neue Astronautenklasse auch im Rahmen des Artemis-Programms zum Mond fliegen? Antwort: Zunächst werden die Hoppers zur ISS fliegen und Missionen zum Mond, die werden zuerst von der alten Astronautenklasse um Alexander Gerst mit dem Spitznamen Shenanigans geflogen werden. Aber die werden ja noch eine ganze Zeit lang Astronauten bleiben. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Nach langer Verspätung rückt der Start der von Boeing gebauten Starliner-Kapsel auf eine Atlas V immer näher. Am Donnerstag, den 25. April, reisten dann auch die beiden Testastronauten Butch Wilmore und Sunita Williams sowie der Backup-Astronaut für die Mission Mike Finkey zum Kennedy Space Center, um sich dort bis zum Start in Quarantäne zu begeben. Besonders cool dabei fand ich, dass sie wie in alten Apollo-Tagen mit einer NASA-eigenen T-38, also einem Überschalljet, angereist sind. Ebenfalls am Donnerstag hat der Crew-Flight-Test des Starliners das Flight Readiness Review bestanden. Das sogenannte FRR ist eines der wichtigsten Reviews vor dem Start einer Mission. Für dieses sind etliche Experten wie die leitenden Flugdirektoren aus Houston nach Florida angereist. Nach einem mehrstündigen Meeting, bei dem alle Systeme nochmal methodisch durchgegangen wurden, konnte die NASA ihr offizielles Okay geben. Laut NASA wurde berechnet, dass die Wahrscheinlichkeit, mit der die Besatzung des Starliners während der Mission stirbt, bei 1:295 liegt. Das Verhältnis 1:270 war die Mindestvorgabe der NASA. Analog dazu wurde die Wahrscheinlichkeit berechnet, dass die Mission nicht erfolgreich werden würde, und die wurde mit 1:57 angegeben. 1:55 war hier die Vorgabe der NASA. Einem Start am 6. Mai steht somit technisch von Starliner-Seite nichts mehr im Wege. Damit Starliner jedoch erfolgreich starten kann, muss erstmal ein Dockingport an der ISS frei werden, an dem dann der Starliner docken könnte. Derzeit hängt an dem geplanten Dockingport noch der Crew Dragon von Crew 8.
Diese soll nächste Woche dann für den Starliner umgeparkt werden. Das kann aber erst passieren, wenn der Cargo Dragon CRS-30 dort abgelegt hat und erfolgreich vor der Küste Floridas gewassert ist. Und warum der Stress jetzt? Ja, das SpaceX-Team, das den Cargo Dragon und den Crew Dragon fliegt, das ist identisch und nutzt den gleichen Kontrollraum. Derzeit verhindert schlechtes Wetter rund um Florida mal wieder ein pünktliches Ablegen der Dragon. Hätte man doch nur weitere Recovery-Schiffe vor der Küste Kaliforniens oder vor Boca Chica. Naja, wer weiß, vielleicht lässt sich die NASA das demnächst mehr kosten und drückt SpaceX eine Klausel in den Cargo-Vertrag, dass sie zumindest den Cargo Dragon ebenso an anderer Stelle und nicht nur vor Florida bergen und wassern können. Ein Großteil der SpaceX Armada konnte ich im Port Canaveral aus der Luft bewundern. Der Besuch und der Heliflug waren auch dank der Unterstützung durch die Schutzengel möglich. An dieser Stelle sei allen Menschen gedankt, die diesen Nischenkanal möglich machen und so mithelfen, dass das Thema Raumfahrt bald aus der Nische heraustreten kann. Ja, wenn auch du mithelfen möchtest, aktiv mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, unter dem Video findest du einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Vielen, vielen Dank. Die Starts der kommenden Woche im Schnelldurchgang. Wenn die News am Sonntagmorgen, den 28. April erscheinen, sollte SpaceX die beiden Galileo-Satelliten für die EU vom KSC gestartet haben. Auch am Sonntag kurz vor Mitternacht dann von Cape Canaveral eine Ladung Starlinks. Am Mittwoch, 1. Mai, auch Falcon 9, die Maxa-Erdbeobachtungssatelliten WorldView Legion 1 and 2 von Vandenberg. Am Donnerstag, 2. Mai, auch Falcon 9, Starlink von Cape Canaveral. Und dann am Freitag voraussichtlich die chinesische Mondmission Chang'e 6 zur Probenrückführung von der Mondrückseite von Wing Cheng. Von hier werden übrigens auch die ersten Chinesen zum Mond starten. Der Start von Chang'e 6 dann mit der aktuell größten chinesischen Rakete, der Langer Marsch 5. Ja, und den Wochenabschluss, den macht voraussichtlich wieder SpaceX mit Starlinks von Vandenberg. Am Samstag dann ganz früher morgen. Hier noch einmal ein Shoutout für Kloster Kitchen, die heute das Video präsentiert haben. Mit meinem Link und dem Code Moritz15 bekommt ihr 15% Rabatt direkt vom Hersteller. Findet ihr auch unter dem Video. Ja, ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. Hashtag Apollo-Moment. Wir fliegen wieder zurück zum Mond. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau. Kommen jetzt zu Moritz Fied, Senkrechtstarter und CEO Senkrecht Media GmbH. Bitte schön. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Moritz Fied und das Gesicht des YouTube-Kanals Senkrechtstarter. Seit fast 5 Jahren veröffentliche ich wöchentlich Videos über Raumfahrt. Als Schiffbauingenieur bin ich so von den schwimmenden Schiffen durch meine Begeisterung zu den fliegenden, den Raumschiffen angelangt. Mit über 70.000 Abonnenten ist Senkrechtstarter mittlerweile der größte Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Und mein erster Eindruck zum Thema: Spätestens seit der Corona-Pandemie hat die Wissenschaftskommunikation einen neuen Stellenwert in der Gesellschaft. Es geht nicht mehr nur um Wissenschaftsunterhaltung für eine breite Öffentlichkeit oder Nischenwissen für Nerds. Heute wollen sich auch Nichtfachleute gezielt über Themen informieren, die sie interessieren. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, die Raumfahrt-Community weltweit besteht aus wissensdurstigen, naturwissenschaftlich interessierten Menschen. Kein Wunder, Raumfahrt ist technisch extrem komplex und Wissenschaftsskepsis hat noch niemanden ins Weltall gebracht. Fakten, Physik und Begeisterung schon. Eine weitere Besonderheit in meiner deutschsprachigen Space-Bubble: mit durchschnittlich 1,5 Million Aufrufen im Monat geht man überwiegend respektvoll miteinander um. Das mag an der Bildungsorientierung und der in vielen Dingen optimistischen Begeisterung der Klientel liegen, sprichwörtlicher Menschen, die zu den Sternen aufblicken. Früher hatte ich so meine Schwierigkeiten mit dem Begriff Influencer. Heute sage ich, ich will beeinflussen. Ich kann die breite Öffentlichkeit für Raumfahrt begeistern. Und ich habe eigentlich ausschließlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kennengelernt, die begeistert über ihre Arbeit gesprochen haben und auch gerne andere Menschen für ihre Arbeit begeistern wollen. Die wenigsten wissen jedoch, wie sie das machen können. Eigene Social-Media-Kanäle aufzubauen, ist für Institute und Agenturen auch eher schwierig. Daran scheitern selbst Firmen mit erheblichem Budget. Einer der Gründe ist, dass Social Media regelmäßig bespielt werden will, aber in meinen Augen noch viel wichtiger, von der Community mit ihren Kommentaren, Hinweisen, Fragen und Vorschlägen lebt. Gerade sie muss aber aufgebaut, gehegt und gepflegt werden. Wenn das gelingt, dann ist die Community ein selbstverstärkendes System und vor allem ein Schutzschild gegen Hasskommentare, Trolle und dumpfes Unwissen. Ich meine, statt der Elfenbeintürme braucht es Leuchttürme in der Wissenschaftskommunikation. Tandems von Menschen aus Wissenschaft und Social Media haben sich da in meinen Augen bewährt. Mein Fachwissen ist zwar begrenzt, aber selbst in meiner Raumfahrtnische erreiche ich viele Menschen. Bei vielen Wissenschaftlern ist es genau umgekehrt. Wenn die Wissenschaft den Treibstoff liefert, die Influencer den Zündfunken, dann kann die Begeisterung auch den Bürger erreichen. Natürlich kann Social Media wie jede Technologie positive und negative Einflüsse auf die Gesellschaft haben. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass die Begeisterung für Wissenschaft und Technik ansteckend ist. Hass für sich gesehen ist nicht ansteckend. Angst durchaus.
Aber Dinge, die man versteht, die verlieren ihren Schrecken. Da plädiere ich für die Stärkung der Wissenschaftskommunikation, insbesondere auf Social Media. Eine gestärkte und einfach zugängliche Wissenschaftskommunikation, das ist das schärfste Schwert, das wir gegen die Unwissenheit, gegen die Angst haben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.